Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale der Pössl Group Days. 11 Tage sind vorbei, 11 Tage voller Videos. Wir haben noch niemals in unserer sehr langen YouTube-Zeit so viele Videos in so kurzer Zeit veröffentlicht. Mit dem heute 13 in nur 9 Tagen plus die ganzen Shorts. Und wir haben gedacht, zum letzten Tag hauen wir noch einen richtigen Knaller raus. Und deswegen lasst uns schnell das letzte Feld anschauen, bevor wir dann nächste Woche wieder in unseren normalen Rhythmus gehen. Also lasst uns gucken, was wir heute Spannendes für euch haben. Also, worum geht's heute? Wir haben ein Pössl Summit Shine 600R Plus. Wir haben genau das Video vor ein paar Wochen euch schon mal gezeigt. Ich habe dieses Auto als letztes Video ausgewählt, weil ich denke, es ist momentan das attraktivste Auto im Preis-Leistungs-Verhältnis, was wir hier auf dem Hof haben. Es wird immer wieder gesagt, was kann man denn so zu einem umsetzbaren Preis haben, wo viel dran ist. Und ich habe gedacht, wir gucken uns das Auto noch mal kurz im Schnelldurchlauf an. Wir verlinken euch hier oben irgendwo in der Ecke das Video zu dem Auto, wo alle Details mit drin sind. Schaut euch das noch mal an. Und gleich, wenn wir drin im Auto sind, erkläre ich euch so ein bisschen, was meiner Meinung nach diesem Auto noch fehlt. Dann ziehen wir da einen dicken Strich drunter. Und für denjenigen, der sagt, ach, ich will die Pössl Group Days vielleicht noch mal nutzen, um mich auf den Sommer einzustellen und mir meine mobile Heimat zu suchen, vielleicht ist das hier dein Auto. Wenn das dein Auto ist, dann muss das bis morgen früh, also Montag um 12 Uhr in Sack und Tüten sein, weil wir bis dahin alles haben müssen. Also schreibt uns heute eine Mail, falls ihr das interessant findet, dann nehmen wir Montagmorgen Kontakt zu euch auf. Normalerweise nicht unsere Art, in dem Fall ist aber tatsächlich die Deadline da. Wir haben den genommen, unter anderem, weil es ein klassisches 6 Meter Auto ist und der 6 Meter Grundriss, das heißt Heckdoppelbett quer, Sitzgruppe vorne, Nasszelle und Küche in der Mitte, einfach mit Abstand, das meistverkaufte Grundrisskonzept ist und das hier eben in einem super attraktiven Gesamtpaket drin ist. Der Wagen hier hat jetzt als Außenfarbe weiß. Wir haben ganz klassisch einen 140 PS Motor drunter und wir gucken einfach mal im Schnelldurchlauf rein, was wir hier haben. Das, was wir hier hinten drin haben, in dem großen Karton, ist das Zusatzbett für vorne. Das heißt, in diesem Auto könnt ihr entweder, wenn ihr mit Kind reist, vorne in der Sitzgruppe ein Bett bauen. Oder wenn ihr vielleicht mal Enkelkinder oder ein Enkelkind oder einen Freund mitnehmt oder eine Freundin, könnt ihr euch einfach vorne noch ein schönes Bett bauen. Das, was ihr hier zusätzlich seht, ist der Einzelsitz in dem passenden Polsterstoff, also auch passend vorne mit dazu, dass wenn man, dieser Wagen hat den breiten Einzelsitz vorne, zu viert fahren will, da einen echten Viersitzer draus machen kann. Die beiden Sachen liegen natürlich im Urlaubsalltag eigentlich dort nicht drin. Normalerweise habt ihr einen richtig großen Stauraum für Campingmöbel, Tisch, Stühle, Falträder, was immer das Herz begehrt, mit drin. Und ansonsten eben dadurch, dass der ein R ist, also ein Raumbad hat, ein super großes, schönes Bett hier hinten drin. In meiner Konfiguration, in der der Wagen nachher fertig und perfekt ist, hat er hier hinten noch eine Rückfahrkamera in der dritten Bremsleuchte und auf der anderen Seite eine Markise. Das sind nämlich zwei Dinge, die ich auf jeden Fall an meinem Auto haben wollen würde. Aber ansonsten würde ich von außen hier gar nicht so viel machen, weil wir heute auf seriöses Gesamtpaket, was ist die optimale Ausstattung für dieses Auto, aus sind. Und deswegen von außen, achso, das Fenster in der Nasszelle vielleicht als Besonderheit. Daran sieht man, dass es ein ganz aktuelles Auto ist, ein Modelljahr 24. Das gab es nämlich vorher nicht. Und wir gucken jetzt einfach mal rein, damit ihr eine Idee bekommt, ob dieser Shine euer Fahrzeug sein könnte. So, hereinspaziert. Wir haben hier ein richtig schön großes Auto und das Wichtigste ist, ich kann hier vorne mich frei bewegen. 2 Schritte vor, 2 Schritte zurück. Tap. Tanzschule auf dem Dorf früher. Man kann auf jeden Fall hier vielleicht sogar noch jemanden in den Arm nehmen, weil wir hier den Einzelsitz haben. Solltet ihr sagen, Auto finde ich super, aber eigentlich hätte ich hier lieber eine Sitzbank, gibt es den Wagen auch mit dieser Sitzbank und, wenn man will, auch mit der Sitzerweiterung. Der Zusatzsitz, wenn wir den dran haben, so wie hinten, sieht es so wie jetzt aus. Und auch wenn man die Zweiersitzbank hat, kann man sogar 5 Sitzplätze draus machen. Wir fangen andersrum an als sonst. Ich mache es mir gemütlich. Kommt rein. Hereinspaziert, hereinspaziert. Wir haben hier vorne eine Sitzgruppe, die echt gut für, in dem Fall 3 Personen ist, mit dem Anstecksatz 4 Personen ist. Wir haben vom Basisfahrzeug ein 3,5 Tonnen Leitchassis mit 140 PS. Wir haben in dem Pluspaket nahezu alles mit drin. Wir haben ein Lenkrad, Klimaanlage, beheizbare Außenspiegel, all das, was man haben will, mit dabei.
Ich gehe das jetzt nicht im Einzelnen durch. Wir haben das Zusatzbett, wir haben diverse zusätzliche Steckdosen. Wir haben schon eine Duo-Control mit dabei, das heißt, die Gasflaschen schalten automatisch von der ersten auf die zweite Gasflasche um. Reifendruck-Kontrollsystem. Der schicke Polsterstoff, den ihr hier seht, ist Wohnwelt Samba in dem klassischen Holzdekor Mokka für den kleinen Streifen mit dem schicken Grau darüber. Insgesamt ein gut passendes Auto. So wie das Auto hier steht, haben wir mit Fracht eine Summe der Listenpreise 57.880 Euro. Das ist ja in aktuellen Zeiten auf jeden Fall schon mal ein attraktiver Preis. Was ich eingangs gesagt habe, was fehlt diesem Auto meiner Meinung nach, sind, ich habe mir das aufgeschrieben, wir haben 4 Sachen, die ich in das Auto auf jeden Fall einbauen würde. Punkt 1 ist, wenn ihr fahrt, wir brauchen Musik. Was wäre ein Urlaub ohne schöne Musik? Das heißt, wir müssen ein vernünftiges Radio reinmachen. Und wenn ich ein vernünftiges Radio dran habe, mache ich natürlich auch eine Rückfahrkamera mit dran, damit ich das schicke Auto heil lasse, wenn ich rückwärts fahre. Also Radio-Rückfahrkamera mit dazu. Dann, was ich draußen eben schon gesagt habe, meiner Meinung nach sollte so ein Auto eine Markise haben. Ich mag das gerne, eben schnell anhalten, bei Nieselregen, bei Sonnenschein. Wenn es im Sommer richtig heiß ist, dann fahren wir gerne mal eben schnell die Markise aus. Das heißt, Markise muss unbedingt mit dran. Und dann haben wir hier einen Kompressorkühlschrank mit drin. Das ist der schicke Kühlschrank, der hier von beiden Seiten vorne in der Küche angeschlagen ist. Der braucht Strom. Das ist zwar der bestmögliche Kühlschrank, aber er braucht Strom. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wenn ihr frei steht, ausreichend Strom da ist. Damit ausreichend Strom da ist, wir haben die Starterbatterie, wir haben eine Wohnraumbatterie serienmäßig. Das heißt, ich würde auf jeden Fall eine zweite Wohnraumbatterie hier drunter setzen. Dann habt ihr 3 insgesamt. Und damit die auch freistehend geladen werden, das Ganze auf jeden Fall mit einer Solaranlage kombinieren. Wenn ich das alles zusammenrechne, würden wir auf eine Summe der Listenpreise 62.210 Euro kommen. Und heute machen wir es einfach mal so wie auf dem Fischmarkt. Du zahlst nicht 62.210, du zahlst nicht 61.210, du zahlst nicht mal 60.210, mein Lüden. Du zahlst heute nicht mal 59.210, die 3.000, die in den Pösse Group Days da rausgehen würden. Du zahlst heute nur, habe ich mir aufgeschrieben, gestern Abend, 58.900 Euro. Das ist mal ein Deal. So wird es sich auf dem Fischmarkt ungefähr anhören. Da könntet ihr die erste Fahrt mit diesem wunderschönen Fahrzeug machen. Also 58.900 Euro für ein Auto mit Solaranlage, Markise, Radio, Rückfahrkamera, 140 PS, nagelneues Modelljahr 24. Ich finde, das klingt gut. Ob euch das gefällt? Sitzgruppe habt ihr jetzt gesehen. Den Rest schauen wir uns jetzt nochmal an. Dafür tauschen Wally und ich nochmal die Position. Wir haben zwischendurch ein bisschen gequatscht, haben gesagt, das Auto steht wirklich gut da. Was ihr schon gesehen habt, wir haben den Kühlschrank hier vorne, auch nur fürs Protokoll natürlich, beidseitig angeschlagen, damit ihr von drinnen und von draußen an Essen und Getränke kommt. Wir haben hier eine zusätzliche Arbeitsfläche, dass ihr in eurer Winkelküche, hier bin ich Chef, hier darf ich sein, kochen, schnibbeln, schnibbeln, kochen, abwaschen, schnibbeln, ohne Ende Möglichkeiten in der Küche. Zack, kann man wieder reinklappen. Wir haben scheintypisch die beleuchteten Schränke, einmal durchgehend, die indirekte Beleuchtung oben und natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fächer hier, plus nochmal das große da drüben in der Sitzgruppe, insgesamt super viel Stauraum. Darunter die ganzen offenen Ablagen und hier nochmal eine Ablage. R, habt ihr ja draußen schon gemerkt, steht für Raumbad. Das heißt, wenn wir das hier einmal rumziehen, sowohl als Raumtrenner, aber eben auch für große Menschen mit langen Beinen die Möglichkeit, richtig schön mit ausgestreckten Beinen auf der Toilette zu sitzen. Und weil es ein echter 24er ist, mit dem Fenster hier in der Nasszelle, damit ihr euch auch draußen duschen könnt. Und auch hier oben natürlich nochmal eine richtig schöne Stauraummöglichkeit. Wenn ihr übrigens sagt, ein super Auto, aber eigentlich wollten wir Längsbetten, schaut euch das Video von gestern an, also von Samstag. Da war der Summit Shine 640R im Video. Und dann haben wir hier hinten das große Querbett mit dem Fenster an der Seite, dass ihr hier gerade beim Querschläfer sind die hochgesetzten Fenster noch mal komfortabler, weil man einfach sich ein Kissen in den Nacken legen kann, ohne am Verdunklungsrollo oder Fliegengitter hängen zu bleiben. 2 Gramm Fenster in der Hecktür, Dachhaube hier, Dachhaube vorne. Mit den Sachen, die wir dran bauen, ein richtig schickes, gutes Auto. So, 11 Tage, 13 Videos, 11 Shorts haben wir gerade noch mal gezählt. Plus noch ein paar Kleinigkeiten, unser Livestreaming. Wir haben so viel gelernt in den letzten Tagen. Ich wollte die Chance nochmal nutzen, mich bei euch einfach zu bedanken, dass ihr die Videos
guckt so regelmäßig. Deswegen macht es dann doch auch immer wieder Spaß, es zu machen, auch wenn wir festgestellt haben, dass die Intensität dieser Wochen anstrengend war. 11 Filme, 11 Shorts heißt halt auch 11-mal das eine Film, 11-mal das andere Film. Es muss alles geschnitten werden, muss kontrolliert werden, geguckt werden, hochgeladen, Videobeschreibung. Der Rattenschwanz, der da dran hängt, ist gewaltig. Ich hoffe, es hat sich für euch trotzdem gelohnt. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar interessante Fahrzeuge zeigen. Die kommenden Wochen werden jetzt wieder deutlich ausgewogener sein, also nicht so pössellastig, wie wir das jetzt gehabt haben. Wir werden dann auch wieder viel Lastrada und viel Westfalia zeigen. Da haben wir nämlich parallel auch noch das ein oder andere für euch vorbereitet und haben auch noch ein paar schöne Dinge mit dabei, die wir mit euch besprechen, machen und tun wollen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns auch in den kommenden Wochen und Monaten treu bleibt. Anfang Mai kommt die erste Händlertagung bei Westfalia, wo es dann bestimmt auch um Neuigkeiten für die kommende Saison geht. Es geht Schlag auf Schlag weiter, damit uns allen hier gemeinsam nicht langweilig wird. Dieses Schmuckstück kann ich euch nur ans Herz legen. Ach, wir haben vergessen zu sagen, natürlich ist eine Anzeige fürs Auto fest verlinkt unten in der Videobeschreibung oder hier jetzt auch nochmal eingeblendet. Schaut euch das in Ruhe an. Wenn der Wagen für euch interessant ist und ihr sagt, die Sachen, die er vorgeschlagen hat, ich sehe das überhaupt nicht. Ich will lieber eine Anhängerkupplung, einen Fahrradträger und keine Ahnung, einen Bullfänger vorne. Dann gucken wir, dass wir für euch ein passendes Paket draus machen. Sprecht mit uns, wir finden die richtige Lösung. Erstmal wünsche ich euch alles Gute, genießt den Sonntag. Wir werden nach den intensiven Pössl Group Days nämlich jetzt auch uns mal einen freien Sonntag genießen. Und dann sehen wir uns in der kommenden Woche mit vollen Kräften, voller Tatendrang wieder. Schöne Grüße aus Stove, alles Gute und bis bald.